Hi, hier ist Antonis von der Product Innovation Lounge und heute möchte ich mit euch Alias Dynamo ansehen. Wir hatten das ja schon mal mit dem Subd-Car-Script in einem der letzten Videos probiert. Dieses Mal möchte ich aber mit euch das Interface nochmal genau anschauen und auch eine einfache Befehlskette, also eine Art Batch-Processing anlegen. Ich denke auch, dass hier das größte Potenzial schlummert, seinen Workflow zu verbessern. Denn es gibt viele Befehle, viele Aufgaben, die immer wiederkehrend sind und die aus einer Kette von Funktionen bestehen. Genau, also dann schauen wir uns das mal an. Und zwar möchte ich nochmal kurz zeigen, wo ihr Dynamo überhaupt findet. Unter Transform versteckt sich hier hinter dem Dynamo Player Dynamo. Genau, das öffnet sich an einem separaten Fenster und ich öffne nochmal kurz ein Beispielfile, um euch das Interface zu erklären. Es ist eigentlich auch sehr einfach. Wir haben einen großen Viewport, sowohl für unser Skript, als auch einen Viewport, mit dem wir direkt diesen Output in Dynamo ansehen können. Und gegebenenfalls können wir dann diesen Output nach Alias schicken. Ansonsten gibt es eigentlich vor allem eine große Library hier, die sämtliche Befehle beinhaltet, die man verwenden kann. Man kann hier oben sehr gut Sachen eingeben und dann wird eben diese gesamte Bibliothek nach diesen Begriffen durchsucht. Also eigentlich ganz praktisch. Ansonsten mit dem Menü mache ich nicht allzu viel. Ihr könnt auch mehrere Befehle parallel offen haben. Praktisch finde ich noch hier unten dieses Menü. Ihr könnt hier einstellen, ob euer Skript ständig durchläuft oder wenn ihr hier auf manuell wechselt, dann wird das Skript immer nur dann ausgeführt, wenn ihr auf Run klickt. Das ist gerade, wenn ihr sehr komplexe und rechenaufwendige Skripte habt, ist das sehr praktisch. Dann ist euer Rechner nicht so gelähmt, vor allem wenn ihr dann Veränderungen vornehmt. Genau, also soweit eigentlich zum Interface von Dynamo. Dann können wir hier jetzt mal anfangen, ein einfaches Skript aufzubauen. Ja, und zwar möchte ich euch kurz zeigen, was ich vorhabe. Und zwar ein Klassiker so im Concept-Modeling-Bereich ist, dass man das Fahrzeug ohne Shotlines baut und dann für die Präsentation oft ganz schnell welche braucht. Und da ist immer wiederkehrend, dass man eben mit Kurven aus einer gewissen Ansicht aufs Modell projiziert und dann Tubes daran baut. Und das ist eben genauso eine Kette an Funktionen. Das ist jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches, aber trotzdem muss man die eben manuell durchführen. Und das möchten wir jetzt mit Dynamo machen. Dazu müssen wir als allererstes diese Geometrien nach Dynamo bekommen und das versteckt sich hier oben unter Alias, kann man sowohl Sachen von Alias holen als auch nach Alias schicken. Wenn ihr mit der Maus drüber fahrt, dann bekommt ihr immer schöne Texte, die kurz und knapp erklären, was diese Node macht. Also wir bleiben hier, Select from Alias, ich klicke drauf und die Node landet direkt bei uns im Viewport. Ihr könnt hier auswählen, welche Art von Geometrie das sein soll. Ich wähle hier Surface und klicke auf Select und klicke hier auf meine Surface. Jetzt ist es manchmal so, dass, so wie in diesem Fall, hier dieses Fenster nicht aufgeht, mit dem ich das bestätigen kann. Dann klicke ich nochmal Doppelklick, dann haben wir es also nochmal Select, wähle die Fläche und jetzt kann ich nämlich hier oben auf Send to Dynamo Send. Genau, und hier seht ihr, jetzt ist ein Element ausgewählt und es ist eine NURB Surface. Über Copy-Paste kann ich diesen Node auch duplizieren. Jetzt wechsle ich hier auf Curve, mache wieder das gleiche Spiel, dieses Mal nur für die Kurve. Und jetzt habe ich bereits beide Geometrien bei mir in Dynamo. Jetzt könnte man sich wundern, warum sehe ich denn nicht so viel, beziehungsweise man merkt schon, dass die Kamera in Dynamo am Anfang einfach für zu kleine Geometrien eingestellt ist. Aber so passt es schon mal.
Dann wechseln wir nochmal zurück. Was auch sehr praktisch ist, hier oben steht zwar der Befehlsname, ihr könnt aber, um nachher eure Skripte besser zu verstehen oder wenn ihr sie eben weitergibt, dass jemand anders sie gut versteht, diese Namen auch ändern. Ihr könnt zum Beispiel sagen, hier Surface from Alias und Curve from Alias. Genau. Okay, dann ist es schon mal ein bisschen einfacher. Und jetzt wollen wir diese Kurve auf unsere Fläche projizieren. Und da habe ich euch ja schon vorher gezeigt, dass wir hier diese Befehle alle durchsuchen können. Und da kann man sich jetzt durcharbeiten und probieren und schauen, was hier gut passt. Und für mich ist es hier dieses Project Input on to, was der richtige Befehl ist. Genau, bei den Nodes ganz kurz, links ist immer der Input, rechts ist immer der Output. Und in dem Fall sehen wir hier, was wir benötigen. Wenn man da mit der Maus ein bisschen drüber bleibt, wird es oft noch im Detail erklärt. Beziehungsweise da steht quasi der Geometriebegriff oder ja, was für eine Art von Node da rein muss. In dem Fall hier ziehen wir die Fläche rein und dann die Geometrie, die projiziert werden muss. Und was wir noch zusätzlich brauchen ist, seht ihr hier, einen Vektor, über den projiziert wird. Das heißt, ich kann hier wieder das gleiche machen. Ich durchsuche meine Bibliothek nach Vektor und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt für den Moment bleiben wir einfach bei y. Dann habe ich hier einen Vektor, der in die y-Richtung zeigt. Übrigens, genau, habt ihr schon gesehen, wenn ihr mit der Maus da lange drüber bleibt und hier runter schaut, dann seht ihr auch, was da genau für Werte übermittelt werden. Also in dem Fall, wenn man in die y-Richtung projiziert, dann ist es quasi x0, z0 und y eben 1. Und das ist genau, was dieses Tool eben benötigt. So, jetzt haben wir also schon die Kurve projiziert. Und das sieht ja schon mal soweit ganz gut aus. Und was wir jetzt als nächstes benötigen, ist eine Tube. Also gerne, wenn ihr bessere Nodes in Dynamo kennt als ich, dann lasst mich das gerne wissen. Mein Ansatz in dem Fall ist eigentlich hier eine Art Sweep zu machen. Das heißt, ich möchte mir einen Kreis definieren und den dann entlang dieser Kurve ziehen. Und deswegen suche ich jetzt hier nach Circle. Nun ist es so, dass ich hier diesen Kreis auf einer Plane machen möchte. Diese Plane ist wieder eine Art Construction Plane, die ich auf meiner Curve on Surface bauen kann. Und dann bewegt sich eben dieser Kreis immer auf der normalen der Kurve. Das ist also sehr praktisch, braucht aber so einen kleinen gedanklichen Zwischenschritt. Also brauchen wir hier noch eine Plane. Dann können wir wieder hier auf Plane gehen und dann suchen wir hier uns entlang. Die Icons sind auch oft sehr hilfreich und hier sehen wir, okay, es gibt Plane at Segment Length und Plane at Parameter. Segment Length ist quasi wirklich die Länge, quasi die Distanz auf der Kurve, an der gemessen wird, und Plane at Parameter, steht eigentlich auch da in der Beschreibung, ist quasi der Anfang der Kurve 0 und das Ende ist 1 und das finde ich jetzt für unseren Anwendungsfall deutlich praktischer. Ja, wir können kurz gucken, also hier in unserer Projektion ist ja eine Kurve quasi der Output, also können wir hier diesen Output wieder super eingeben. Bei Parameter können wir kurz gucken, da steht eben Double bedeutet in der Regel eine Zahl und die ist jetzt auf 0, das heißt unsere Plane ist ganz unten auf dem Start der Kurve. Da können wir einmal hingucken und dann sehen wir auch, dass hier unten die Plane ist. Ganz nett ist, was ja so typisch ist, sind Slider. Die sind immer sehr praktisch, um ein bisschen zu experimentieren, was da auch wirklich passiert. Und wenn ich hier Slider eingebe, dann kann ich diesen hier auch bei dem Parameter einstöpseln. Ihr habt gesehen, ich habe es gar nicht kommentiert, wenn ihr im Viewport rechten Mausklick macht,
dann könnt ihr auch Befehle hier direkt suchen und müsst es nicht in der Library machen. Geht ein bisschen schneller, aber hier in der Library ist es nochmal angenehmer sortiert. Den Number Slider, das ist eigentlich alles sehr ähnlich wie ein Grasshopper, könnt ihr einstellen. Ihr könnt einen Minimalwert einstellen, also 0 und 1. Und ihr könnt hier zum Beispiel jetzt dann auch die Step-Größe einstellen. Und jetzt muss ich nur die Kameraansicht wieder anpassen. Hoffen, dass ihr das seht. Jetzt kann ich hier mit diesem Slider nicht hin und her fahren. Ah ja, da ist es, genau. Jetzt ist es auch in Blau. Genau, wenn ich jetzt mit dem Slider hin und her fahre, dann seht ihr, wie hier diese Plane hoch und runter fahrt. Noch einfacher ist es, wenn ich die Plane hier reinziehe und dann nochmal einen Number Slider erstelle. Da brauche ich jetzt also 0 ist schlecht. Wenn ich einen Circle erstellen will, dann kann der ja keinen Null-Radius haben. Also machen wir hier 0,1 und maximal zum Beispiel 500. Und Schritt machen wir 0,25 zum Beispiel. So, okay, dann können wir hier das großziehen. Genau, so jetzt seht ihr, also ich habe einen Kreis, der bewegt sich die Ansicht auf dieser Kurve entlang. Und damit habe ich eigentlich schon 2 Kurven, mit denen ich eine Fläche erzeugen kann. Den Number Slider hier, den habe ich eigentlich nur zum Testen gebraucht. Der Default Value mit 0 ist eigentlich total ausreichend. Schön ist, das nennt sich ja Visual Programming. Das macht es auch gerade mir, der keinen Programmierhintergrund hat, sehr viel einfacher, die Sachen zu verstehen. Man kann hier diese Sachen anordnen, wie es einem passt. Das hat keinen Einfluss auf die Programmierung. Das ist einfach nur, dass das eine gedankliche Stütze ist, zu verstehen, was man hier zusammenschaltet. Also man kann das dann halt auch so ein bisschen was Beruhigendes, wenn man hier sein Skript sauber macht. Genau, also jetzt habe ich schon die 2 Sachen gemacht und ich weiß jetzt, dass das Sweep heißt. Manche Tools muss man ein bisschen suchen, weil mir die Begriffe so aus Alias nicht bekannt sind. Die sind manchmal ein bisschen abweichend zwischen Dynamo und Alias, aber in der Regel findet man es schon. So, ich brauche ein Profil und einen Pfad. Das heißt, Profil ist unser Circle und unser Pfad ist unsere Projektion. Und damit haben wir eigentlich unser Ziel schon erreicht. Also sprich, hier kann ich mit dem Slider hier meinen Kreis verändern und was rauskommt, ist dann diese Sweep. Ihr könnt auch, wenn ihr diese Objekte anklickt, rechte Maustaste, könnt ihr auch die Zwischenschritte ausblenden, wenn die euch stören. Zum Beispiel könnte ich den Circle hier ausschalten, ich könnte die Projektion auch ausschalten und auch selbst die Eingabefläche ausschalten. Wenn das euch hilft in eurem Prozess, dass ihr nur den Output seht, dann ist es hilfreich. So, als allerletztes, um dieses Video abzuschließen, möchte ich euch noch zeigen, wie ihr das Ganze nach Alias bekommt. Da gehen wir wieder in diese Library, in den Alias-Reiter, hier auf Send to Alias. Und letztendlich seht ihr ja hier, was rauskommt, ist nur eine Surface. Das heißt, alle Zwischenschritte bleiben quasi dort stehen. Und hier kann ich diese Surface wählen, hier anwählen, Send to Alias. Und dann, ach so, genau, ist hier gelb. Das heißt, da ist ein Fehler, das ist der Warnhinweis. Und hier steht dran, Workspace must be saved on disk. Also muss ich das Ganze einmal kurz speichern. So, also gespeichert und jetzt sehen wir, dass er uns diese Fläche nach Alias gepackt hat. Und schön daran ist auch, dass eigentlich die History stimmt. Okay. So,
jetzt kurz einen Hänger gehabt. Jetzt funktioniert es wieder. Also, wir müssen über Query Edit nochmal rein. Wenn wir jetzt Dynamo öffnen, dann sehen wir, dass alles richtig angewählt ist. Und jetzt können wir diese Kurve quasi immer noch verändern. Und unser Dynamo-Skript macht alles, was wir möchten. Wir können auch die Kurve verändern. Und auch die Fläche natürlich verändern. Und das Ganze funktioniert immer noch. Upp. Ja, also es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren, aber das möchte ich euch dann in den weiteren Videos zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!